I'm very, very thankful that you would come to be with me. Ich bin sehr dankbar dafür, dass Sie gekommen sind, um Zeit mit mir zu verbringen. I will try to not add to the hot air in this room. Ich bemühe mich, nichts zu der heißen Luft in diesem Raum beizutragen. So, it is a great honor for me that you would be with me. Für mich ist es eine große Ehre, dass ihr hierher gekommen seid. This is my 152nd meeting with you. Heute habe ich das 152. Treffen mit euch. And someone says, William, why don't you just stay put in one place? Mich hat jemand gefragt, William, warum machst du deine Treffen nicht an einem Ort? Because it won't work that way. Weil so funktioniert es eben nicht. Yeah, thank you. That's perfect. I have to come to where you are, Ich muss immer dorthin gehen, wo ihr seid where you're comfortable, und wo ihr euch wohlfühlt. because it is important that you have time to test me. Es ist nämlich wichtig, dass ihr die Zeit habt, mich auf die Probe zu stellen. So at the end of our time together, Und wenn wir unsere Zeit erfüllt haben, then with all of your senses involved, you have to make a decision. dann müsst ihr eine Entscheidung treffen mit all euren Sinnen. Is William real or is William not real? Die Frage ist William echt oder ist er nicht echt? But each of you has to make that decision. Und die Entscheidung liegt bei jedem von euch. So please today feel free to ask questions and do whatever you need to be comfortable, to have a peace. Also ich bitte euch heute Fragen zu stellen und das anzusprechen, womit ihr euch wohlfühlt. Right now, I have to carry a great deal of your burden. Im Augenblick ist es so, dass ich einen großen Teil eurer Last zu tragen habe. So I spend a great deal of time in very extreme pain. Daher verbringe ich einen großen Teil meiner Zeit und habe extreme Schmerzen. And I have exactly enough energy for the time with you. Mein Energiebudget reicht exakt für die Zeit, die ich mit euch verbringe. Other than that, you will find me on the floor somewhere and trying to get through the day. Ansonsten liege ich in irgendeinem Hinterzimmer direkt am Boden und versuche, den Tag zu überstehen. You have had to carry a very heavy burden for 75 years. Ihr musstet 75 Jahre lang eine sehr schwere Last tragen. And for you to be free, Damit ihr frei sein könnt, then I have to carry that burden for you. muss ich jetzt diese Last statt euch tragen. Until you yourself are ready to have the freedom that you now deserve. Bis ihr selbst bereit seid und fähig seid, diese Freiheit in Anspruch zu nehmen, die ihr verdient habt. So please do not think that I am antisocial or unfriendly. Bitte haltet mich nicht für antisozial oder unfreundlich. I'm just trying to get through each meeting and to be with you. Ich bin nur bemüht, mich durch jedes Meeting zu bewähren und mit euch zu sein. So other than that, you probably will not see me. In den Pausen werdet ihr wahrscheinlich keine Gelegenheit haben, mit mir zu sprechen. Now you... Darf ich einen Vorschlag machen?
Er darf gern sein Jacket ausziehen. The lady suggests, please take off your jacket. Right here. I've never done that before. Yes, very fine. This is wonderful. Don't suffer here. Der Westen, der war auch da. Now I feel naked. Der schwitzt. My students for 34 years thought that was my pajamas as well. Meine Schüler haben 34 Jahre lang, Schüler sind Studenten, 34 Jahre lang geglaubt, das sei mein Schlafanzug. They thought I never took it off. Sie meinten, ich gehe die ganze Zeit im Anzug. See, you set a precedent here today. Also Sie haben jetzt was ganz Neues eingeführt. And you can take off the vest as well. Don't get cold. This isn't that kind of show. Nee. Striptease gibt's hier nicht. You know that I love you. You know that. Ihr wisst, ich liebe euch. Das wisst ihr. You've heard me say it on a screen. Ihr habt schon gesehen, wie ich das gesagt habe, auf dem Bildschirm oder im Internet. But screens don't matter. Aber Bildschirme spielen keine Rolle. They're all phony screens. Everybody looks good. Everybody sounds good. Aber im Fernsehen oder im Internet sieht jeder gut aus und klingt auch jeder gut. So, here what you see is what you get. Was ihr hier zu sehen bekommt, das ist es. These wrinkles are my makeup. Meine Gesichtsfalten sind mein Make-up. But we need to spend just some good quality time together. Also wichtig ist, dass wir hier miteinander eine gute, qualitätsvolle Zeit verbringen. But I do want you to know that my love for you is very real. Ich möchte euch allerdings wissen lassen, dass meine Liebe für euch echt ist, ganz echt. It was complete on the day I was born. Sie war schon reif am Tag meiner Geburt. It didn't have to grow with me. It's always been there. Die Liebe musste nicht mit mir sich entwickeln, sondern war von Anfang an da. People say, well, William, why did you leave us alone so long? Why didn't you come 10 years ago, 5 years ago? Die Leute stellen mir die Frage, William, warum hast du uns denn so lange allein gelassen? Warum bist du nicht schon vor 5 oder gar 10 Jahren gekommen? Because you weren't ready for me. Weil ihr eben noch nicht bereit wart, mich zu empfangen. If I'd have came 5 years ago and said the same things we're going to talk about today, then this room would be empty. Nobody would be here. Wäre ich vor 5 Jahren angereist und würde die gleichen Sachen gesagt haben, wie ich sie heute sage, wäre dieser ganze Saal leer. Niemand wäre gekommen. I've grown old waiting for you. Ich bin inzwischen alt geworden in Erwartung von euch. But now is the time. Jetzt ist die Zeit. And so Jetzt die Zeit. It's high time. it is high time. Ja, höchste Zeit. You can feel it all over the country. Das fühlt man im ganzen Land. Yeah. Those who are sensitive something's happening and they know it. Die fühligen Menschen wissen, da passiert irgendwas. Sie wissen es. It's funny, just at the moment where the regime says now we are completely safe, In dem Augenblick, wo unser Regime sagt, jetzt sind wir alle ganz sicher, and German families are saying now all is hopeless and lost. sagen die deutschen Familien, und jetzt ist alles hoffnungslos und verloren. That's the time for the perfect storm. Genau das ist die Zeit für den vollkommenen Sturm. And that's Monday night. Und der fängt Montagnacht an. So I need you to be with me on Monday night. Daher brauche ich euch an meiner Seite Montagabend. It's the end of spring, Das ist das Ende des Frühjahrs. and I need you to build your own Lagerfeuer that night. Und ich möchte, dass ihr an diesem Abend euer eigenes Lagerfeuer aufbaut. I'm supposed to be somewhere in Bavaria, Und ich bin irgendwo in Bayern. Nobody will tell me exactly where until the last moment.
Und ich weiß auch nicht genau, wo es sein wird. Im letzten Augenblick komme ich da drauf. There seems to be quite a few people who would like to do harm to me, so I try to stay under the radar until the last moment. Es hat den Anschein, dass eine ganze Reihe Leute mir Schaden zufügen wollen. Deshalb bleibe ich unter dem Radar bis zum letzten Augenblick. So if you hear that William is staying here overnight, or William is staying there overnight, Also wenn euch zu Ohren kommt, William übernachtet heute beim Fischerwirt oder eben da drüben, then you know that's not where William is. dann könnt ihr sicher sein, William ist woanders. That's his security. Und das ist aus Sicherheitsgründen so. But somewhere on Monday evening, up high, I will get to build a Lagerfeuer, surrounded by friends and people just like you. Maybe some of you will be there. Aber am Montag wird irgendwo in Bayern ein Lagerfeuer errichtet werden und Freunde und Leute wie ihr, vielleicht sogar einige von euch, werden mit dabei sein. Ausgerechnet in Bayern. Ja. It's exactly in Bavaria. Ausgerechnet in Bayern. Ja. Ja. Einverstanden. Okay. Oh, We were hopeful. yeah. Wir sind die Hoffnungsvollen. Yes. Yes. Well, you are very friendly and wonderful people in Bayern. So, Die Leute in Bayern sind sehr freundlich und wunderbar. so if you can't be with me that night, then I want you to build your own Lagerfeuer Wenn ihr, anywhere you are, wherever you are. wenn ihr euch nicht anschließen könnt bei meinem Lagerfeuer, dann möchte ich, dass ihr irgendwo in Bayern euer Lagerfeuer aufschichtet. And I want you to invite your family and friends and neighbors. Und ladet dazu eure Angehörigen, eure Freunde und Nachbarn ein. And I want you to have a wonderful time. Und ich wünsche, dass ihr euch wunderbar amüsiert. Don't make this into some big ritual thing. Macht daraus kein Ritual. You don't have to put 7 stones in a circle or have 4 candles. Forget all that stuff. Ihr braucht keinen Kreis aus 7 Steinen mit so und so viel Kerzen angelegt machen. So Zeug braucht ihr gar nicht unternehmen. Have good beer and good wine. Have good food. Gutes Essen, guter Wein, gutes Bier And sing some German songs. und singt ein paar deutsche Lieder. And maybe even dance a little bit. Ihr könnt sogar ein bisschen tanzen. It wouldn't hurt you to turn loose. Es tut gar nicht weh, wenn ihr euch locker lasst. You guys have been holding yourself too tight for too long. Ja, ihr habt zu sehr festgehalten für viel zu lange Zeit. I knew your forefathers. Ich kannte eure Ahnen They looked like you, und die sahen genauso aus wie ihr. but they had a lot more fun than you do. Aber sie hatten viel mehr Spaß, als ihr es habt. They didn't have to carry around the weight of the world like you do. Die mussten nicht die Last der Welt auf ihren Schultern tragen wie They were ihr. more childlike than you are. Eure Ahnen waren eher kindlicher, als ihr es seid. So you might want to even dance a little bit that night if you want Aber to. du kannst ja, freilich waren sie kindlich, aber unsere Seelen sind geschlagen. Wir sind fertig. It's clear that they were childish, but our souls are actually Wir haben keine Power. beaten up. Power. We have no power left. You don't today. Heute zwar nicht, ja. Yeah. I made a note. This is from this morning. I have my little writing book, and if I wake up and I have any inspiration, I write it in my book. Also heute früh bin ich aufgewacht und hatte eine Inspiration. Das mache ich dann immer so, dass ich es ins Buch eintrage. Now, you know the perfect storm is not of human origin. Ihr wisst bereits, dass der perfekte Sturm nicht von Menschenhand gemacht wird. That's why it can help you. Deshalb kann er euch helfen. So it has a spiritual nature to it. Daher hat dieser perfekte Sturm eine spirituelle Note. And I wrote this morning. This spiritual nature is close to those who are brokenhearted. Heute früh habe ich folgenden Satz aufgeschrieben.
Das spirituelle Wesen steht denen nahe, die ein gebrochenes Herz haben. and saves those who are crushed in spirit. Und rettet jene, die im Geiste zerdrückt worden sind. Rettet die, oder? Save, you said. You set free. Ihr seid befreit. Set free. Ja. Wir haben aber keine Ruhe vor die Behörden und die Finanzämter. Sie wollen immer nur Geld, Geld, But the Geld. Wir haben authorities, keine Ruhe vor diesen Leuten. You're Die sind taking, nicht deutsch, die Sir? sind Verbrecher. sir, Nein, all these Sir? authorities sir, da you're, ist er so. are Die criminals. werden gequält bis zum Schluss. Yes. you're taking, Plaguing us. you're taking Chihuahua dogs Ja, du nimmst Chihuahua-Hunde, diese and kleinen, making them into lions. und machst einen Löwen aus so einem kleinen Hündchen. Let's get things in priority. Wir wollen erstmal die Prioritäten setzen. The power that is coming to help you is 1,000 times greater than what you're talking about. Die Kraft, die jetzt kommt, um euch zur Seite zu stehen, ist 1000-mal größer als das, was dich betrifft im Augenblick. You've been waiting for 75 years. 75 Jahre seid ihr schon am Warten. Could we try a couple more nights, please? 2 Nächte noch. Reicht das? Please? Okay? Also, Okay. Schauen wir mal. Ja, aber Now, Du, pass mal auf, ich on, bitte die Bitte, dass du jetzt auch mit zuhörst, weil sonst würden wir alle mitreden und dann haben wir ein totales Chaos. Please. Ja? Er redet erst einmal und danach And die listen. Fragestunde. Danke. later we will have a question hour. okay. Okay. Q&A. Look, I'm here with you. We're not in a hurry. Also Okay. ich bin bei euch, es eilt nicht. And we'll get this gentleman's fan and we'll do the whole crowd, okay? Yeah. Der Herr wird uns alle befächern. Okay, good. Now look, on the 21st, there's significant things that are going to happen. Also am 21. Juni passieren ein paar sehr bedeutsame Dinge. I'm the one who revealed Bletchley Park to the German nation, Ich bin derjenige, der die Sache mit dem Bletchley Park den Deutschen, der deutschen Nation offenbart hat. You could never have found out about it. Das hättet ihr niemals rausfinden können. It was the Allies' most top secret. Das war das allergrößte Geheimnis der Alliierten. It controlled all of Germany. Es war die Kontrolle für ganz Deutschland. It also was the foundation for the whole New World Order. Und gleichzeitig ist Bletchley Park die Grundlage für die ganze neue Weltordnung. And now I have revealed it to the entire German people. Und jetzt habe ich diese Katze aus dem Sack gelassen für alle Deutschen. So now they know why they think, what they think. Jetzt wissen die Deutschen, warum sie das denken, was sie denken. Which means you're now capable of being free. Und das hat zur Folge, dass ihr jetzt fähig seid, frei zu sein. But Bletchley Park had 6 goals to destroy Germany's strength. 6 goals. Aber in Bletchley Park sind 6 Ziele ausgedacht worden, um Deutschland zu zerstören. And I saw what they were doing every day. Und ich habe es gesehen, I saw their blackboard. was sie täglich I angestellt saw their haben. working groups. Ich habe ihre Tafel gesehen, ich habe ihre Arbeitsgruppen gesehen. And one of the things they accomplished was to cut you off from your forefathers. They cut you off Eines ihrer Ziele war, euch abzuschneiden von euren Ahnen. because they knew that your Ahnen und Urahnen were a source of strength for you. Die Bletchley Park Genies wussten, dass eure Ahnen und Urahnen eine Kraftquelle für euch darstellen So they said, we have to do away with this. und sagten, damit ist jetzt Schluss. And they did. Und sie haben damit Schluss But on the gemacht. 21st, on Monday night, around your Lagerfeuer, we're going to restore that relationship. Am 21. Juni, und wenn ihr um euer Lagerfeuer herumsitzt, werden wir diese Ahnen- und uns Beziehung wiederherstellen. They've been missing you, Eure Ahnen vermissten euch and you have been needing them.
Und ihr brauchtet eure Ahnen. So we're going to reconnect that root Daher werden wir diese Wurzeln wieder miteinander verbinden. on Monday night. Montagabend. Now, whether they will be above the fire, around the fire, or whether you'll just feel their presence, I don't know. Ob eure Ahnen sich nun über dem Feuer bewegen, schwebend, oder ums Feuer herum, oder ihr einfach spürt, sie sind da. Das weiß ich nicht. But they will be there. Aber sie werden da sein. Step one, Das ist Schritt 1. we have to do everything one step at a time Ein Schritt nach dem anderen. So gehen wir vor. to reverse these injustices that were done to you. Damit die Ungerechtigkeiten, die euch angedient wurden, umgekehrt werden können. And give you back your strength Und eure Stärke zurückkehrt. so you can be free Damit ihr frei seid. and have a sovereign nation. Und eine souveräne Nation habt. Someone said the other day, we already are sovereign. Jemand sagte neulich, wir sind ja bereits eine souveräne Nation. Angela Merkel said so. Die Angela Merkel hat das gesagt. No, she didn't. Hat sie gar nicht. Seehofer und Schäuble have both told the truth. Seehofer und Schäuble haben beide die Wahrheit gesagt. Your decisions aren't made inside Germany, they're made outside Germany. Die Entscheidungen für Deutschland fallen nicht innerhalb von Deutschland, sondern außerhalb von Deutschland. Everybody in the world knows this. Alle anderen in der Welt wissen You're an das. occupied country, Alle anderen wissen, dass ihr ein besetztes Land seid but you've become used to it. und euch daran gewöhnt habt. So now you're kind of happy slaves. Jetzt seid ihr glückliche Sklaven geworden. I'm serious. Das sage ich ganz im Ernst. It's been so long and you've given up hope, so you now just accept being occupied. So lange hat diese Besetzung angedauert, dass ihr es einfach akzeptiert habt, besetzt zu sein. Und die Hoffnung habt ihr aufgegeben. But that's not the word that came to me about you. Aber das Wort, was ich für euch empfangen habe, ist nicht hoffnungslos. The word that's come to me that fits you is this one. Also das Wort, was mir gegeben wurde, was auf euch alle zutrifft, ist folgendes. Unbeugsam. Unbeugsam. Ihr seid ein Volk mit Kämpferherz. That's what fits you. You're not slaves. Ihr habt ein kämpferisches Herz, das passt auf euch. Ihr seid keine Sklaven, You're just under the influence of a foreign power. aber ihr seid eben unter dem Einfluss einer auswärtigen Kraft, Macht. Who put you in a trap Die hat euch in eine Falle gelockt and gave you no way to get out. und euch überhaupt keinen Ausweg gestattet. They are always over you. Sie hängen immer über euch. Yeah. Well, now that has to come to an end. Und das muss jetzt aufhören. Every cycle comes to an end. Jeder Zyklus hat sein Ende. Second thing I need for you to do on Monday night, Und noch etwas müsst ihr am Montagabend erfüllen, while you're having lots of fun, während ihr euch toll amüsiert. is help me get the perfect storm in. Sorgt dafür und helft mir, dass der perfekte Sturm hier ankommt. Things are starting to intensify in Germany, Jetzt geht's los. In Deutschland verdichten sich die Dinge. both in the physical sense, Im physischen Sinne, as your leaders are starting to feel control slipping away, indem eure Führer das Gefühl haben, ihnen rutscht die Kontrolle aus der Hand. and the allies are starting to get nervous about Bletchley Park being in the open. Und die Alliierten jetzt kalte Füße kriegen, weil alles bekannt ist über Bletchley Park. And the world's finance community is getting a little worried about having you back again. Und die Finanzwelt der ganzen Welt macht sich auch Sorgen, dass die Deutschen wiederkommen. Germans don't play the greed game real well. Die Deutschen sind nicht sonderlich gut in dem Gierspiel. Germans don't like the short-term race to things. Sie mögen es auch nicht, den kurzen Weg zu machen, also schnell an die Dinge ranzukommen. Or borrowing, Oder- always borrowing.
oder ewig Geld zu borgen, Schulden zu machen. So, in the physical sense, people are getting nervous about you. Also ganz körperlich, real, materiell machen sich Leute Sorgen wegen euch. And in the spiritual world, there are dark forces who don't like the idea of you being free again. Und in der spirituellen Welt gibt es diese dunklen Kräfte, denen es gar nicht passt, die Idee zu nähren, dass ihr wieder frei sein könntet. So there's a lot of resistance against the storm. Daher ist der Widerstand gegen diesen perfekten Sturm sehr groß. So you might want to help me get it in. Also bitte ich euch, dabei mitzuhelfen, dass der perfekte Sturm hierher kommt. Once it's here, it will finish its work. Sobald der Sturm hier angelangt ist, wird er seine Arbeit durchführen. People say, how long, William? Die Leute fragen, und wie lange wird es dauern, William? Ich habe keine Ahnung. Meine Meinung would be 6 months, 9 months, but ich weiß nicht. Okay, I don't know. Also ich schätze mal, es könnte 6 oder 9 Monate dauern, aber wissen tue ich nichts. Yeah. So those are two significant events for Monday night. Das sind also die 2 bedeutsamen Ereignisse am Montagabend. Then just very short, I need to tell you about our second event in the Summer of Freedom. Und in Kürze werde ich euch noch unser zweites Ereignis innerhalb des Sommers der Freiheit erklären. I noticed that Joe Biden must have heard me say this Summer of Freedom 6 months ago. Mir ist aufgefallen, dass Joe Biden bei mir gelauscht hat, dass ich vor 6 Monaten schon vom Sommer der Freiheit gesprochen habe. Because now he's decided to have a Summer of Freedom as well. Joe Biden hat beschlossen, ich habe jetzt auch einen Sommer der Freiheit. You think he could come up with something original, wouldn't you? Man möchte meinen, dass ein Präsident sich was Eigenes ausdenken könnte, Instead of just copying after us. statt uns abzukopieren. But we have to do this Rhine walk, people. We have to walk the Rhine. Liebe Leute, wir müssen am Rhein spazieren gehen. You can't be free without it. Ohne diesen Rheinmarsch könnt ihr nicht frei sein. I can't announce the date yet, Ich kann euch den Tag noch nicht benennen, but it will be in late August or early September. aber die Woche spät August, früh September. The moment I announce the date, then there's going to be big counter marches with the left-wing crazies and everyone else. Würde ich jetzt das Datum bekannt geben, wären jede Menge Gegenmärsche von den Linksgespinnerten unterwegs. I'm inviting every living German to come to the Rhine that day. Jeden heute lebenden Deutschen lade ich ein, an diesem Tag ans den Free. Rhein zu reisen, For a silent and sacred 3-hour walk. um teilzunehmen an einem stillen und schweigenden und heiligen Spaziergang, Marsch. Yeah. It needs to be silent. The political people will say, oh, a big crowd, let's give speeches. Es muss ein Schweigemarsch sein, nicht damit die politische Gruppe sagt, okay, jetzt können wir reden schwingen. And then the commercial people will say, aha, we'll give out free samples of Kentucky Fried Chicken. Und die Händler sagen, was für eine Gelegenheit, wir geben Gutscheine aus, es gibt frische Hähnchen. And this group or that group will want to bring their flags and wave them. Und diverse Gruppen bringen ihre speziellen Fahnen mit und schwenken sie. Nobody's walking with us Niemand geht mit uns, except those who are paying tribute außer denen, die auch ihren Tribut zollen. to 800,000 murdered young German boys. Für 800.000 ermordete junge Deutsche, Who have lain silent for all of these years.
Deutsche Jungs, die so viele Jahre nun in Stille gelegen sind. waiting for some German to care for them. Anyone. In der Erwartung, dass irgendein Deutscher sich endlich um sie annimmt. And it's going to be silent in the way that words are meaningless. Und es wird ein Schweigemarsch sein in dieser Hinsicht, dass Worte in dem Fall bedeutungslos I sind. wrote in my little book yesterday a word that came to me. If there's any noise that day, Also gestern habe ich auch ein Wort aufgeschrieben dazu. it will be a tiefes Schluchzen. Also wenn es an diesem Tag irgendeinen Lärm oder ein Geräusch gibt, dann ist es tiefes Schluchzen. Kurzer Einwand, noch nicht Einwand. Das Rhein-Wiesen-Lager gab es ja auch in Lenggries. In Lenggries, this area, Ist ganz in der Nähe von hier. was the local Rhein-Wiesen-Lager. Here. It's called Lenggries. It's not far away from here. Well, Und wenn die Bayern das wüssten, können sie direkt hier hingehen. Yes. So if Bavarians knew, they could have a march here in the Lenggries, yes. This Lenggries is area. this is only the beginning. Ja. Ja, was ich hier aufgeschrieben habe, das ist erst der Anfang. But have sympathy with me, please. I have to bring you into unity. Bitte, I have to. bitte seid mir wohlgesonnen. Meine Aufgabe ist es, euch zu einer Einheit zu schmieden, zusammenzuschmieden. So I want you to have your march here. Ja, ich möchte, dass ihr auch in Lenggries diesen But I Marsch want habt. Germans from all 16 Länders to come to the Rhine that day. Und ich möchte gleichzeitig, dass Deutsche aus allen 16 Bundesländern an diesem Tag zum Rhein reisen. And I have the authority to bring the souls of these 800,000 children free that day. Und ich habe die Autorität, die Seelen dieser 800.000 Kinder oder Jungen, die And I would gestorben be sind, zu befreien an diesem and Tag. I would be overwhelmed with grief if one of those souls had to walk alone on the Rhine. Und es würde mich vor Kummer erdrücken, wüsste ich, dass eine von diesen 800.000 Seelen alleine am Rhein entlang marschieren soll. I would be crushed in spirit to think that even one would be alone. Es zerdrückte meinen Geist, wüsste ich, dass nur einer von 800.000 allein gehen müsste. We're not talking about dead bodies. We're talking about eternal souls. Die Rede ist jetzt nicht von irgendwelchen Leichnamen, sondern ich spreche von ewig währenden Seelen. Those 800,000 children's bodies are all over the world. Die Leichen dieser 800.000 Kinder oder Jungs befinden sich verstreut auf der ganzen Welt. Die Seelen. Nein, die Leichen. Oh, there's a few 100,000 still in the Rhein-Wiesen-Lager. Es gibt auch einige Leichname, die in den Rhein-Wiesen-Lagern begraben worden sind. But these boys were shipped out as work slaves to anyone who wanted them. Aber die kriegsgefangenen Jungs wurden, egal wohin, auf der ganzen Welt verschickt als Arbeitssklaven. They were passed around like pieces of meat. Man hat sie verschoben wie Fleischstücke. I was just in the Rhein-Wiesen-Lager with the man who takes care of it. Erst vor kurzem habe ich das Rhein-Wiesen-Lager besucht We walked that ground. mit dem Betreuer, der vor Ort ist, und wir There's- sind zusammen entlang gegangen. There's German children there who's 12 years old. Und dort gibt es 12-jährige Kinder, die umgekommen sind. There's many 14-year-olds, 15-year-olds. Viele waren 14 Jahre alt oder 15. My sense is the majority of these 800,000 who died were teenagers. Ich spüre, dass die meisten dieser 800.000 verstorbenen Kriegsgefangenen They should never have been ordered through those gates. minderjährige Jungs waren. Man hätte sie niemals durch diese Tore gehen lassen. The war was over. Der Krieg war ja vorbei. They laid down their arms. Sie haben ihre Waffen niedergelegt. These young people were joyful. Die waren sogar freudig, They had survived. weil sie überlebt haben. Now they were going home Jetzt wollten sie heimgehen and sharpen their football skills, und wieder Fußball go spielen, back to school, wieder in die Schule gehen, be reunited with their families, their friends. wieder mit Familie und Freunden zusammen. They were no threat to anyone. Sie haben niemanden bedroht. They were innocent children. Sie waren unschuldige Kinder.
They actually went into the camp singing, often singing. That's how happy they were. Sie waren so glücklich, dass viele von ihnen singend einmarschiert sind in diese Rheinwiesenlager. But from the day they were marched in and walked in, for 10 days, there was no food deliveries. Ab dem Tag, wo sie im Lager waren, gab es 10 Tage lang nichts zu essen. It was like nobody cared about them. Es war so, als ob sich gar kein Mensch um sie kümmerte. There was no fresh water. Sie hatten auch kein Frischwasser. That summer was as hot as today here. Es war ein sehr heißer Sommer, so heiß wie heute. And then and today, there's no trees in the Rheinwiesenlager. Also damals und auch heute gibt es in den Rheinwiesen überhaupt keine Bäume. These children just laid in the sun with nothing to eat, nothing to drink. Also diese Kinder lagen da in der sengenden Sonne, hatten nichts zu essen und nichts zu trinken. They were already skinny as rails. Sie waren ja schon abgemagert. All German soldiers were on half rations in the last few months of the war. Also sie haben nur noch die halbe Ration pro Tag gekriegt in den letzten Kriegsmonaten. Their adult uniforms were just hanging on them. Ja, und sie hatten ja die Uniformen von Erwachsenen, die schlotterten an ihrem Körper. And all their families were there around the barbed wire. Und die Familienangehörigen dieser Jungs haben sich versammelt um den Stacheldrahtzaun draußen. Ready to take them home. Und sie wollten die Jungs heimbringen. I mean, these were the Americans. The Americans were civilized. Schließlich sind das ja die Amerikaner, die uns ins Lager gebracht haben. Das sind zivilisierte Leute. And you had the Geneva Convention and the Red Cross. Die Genfer Konvention gibt es und das Rote Kreuz. For the first few days, these young Germans were very hopeful. Also in den ersten paar Tagen hatten diese jungen Deutschen sehr viel Hoffnung. And then their hope began to sink. Dann ist die Hoffnung geschrumpft. They became hungry and thirsty, Sie litten Hunger und hatten Durst. and the heat took the last of their energy away from them, Und diese Hitze hat ihnen den letzten Rest genommen. and they began to die. Und sie sind langsam gestorben. And their grandmothers and their mothers and their wives and their girlfriends, they started to come to the fence to throw bread over and throw fruit over. Ihre Mütter, ihre Großmütter, ihre Frauen, ihre Freundinnen sind zum Stacheldrahtzaun vorgedrungen und haben versucht, Lebensmittel über The den Zaun families zu could werfen. see that the children were dying. Die Familien konnten ja sehen, unsere Kinder sterben da drin. Their hearts were breaking. Und ihr Herz war gebrochen. But then Dwight Eisenhower signed an order and put it on the fence, all along the fence. Dann hat Präsident Eisenhower eine Verordnung unterschrieben und sie aufhängen lassen rund um den Zaun herum. Any German civilian who comes near the fence or throws anything towards the fence Jeder deutsche Zivilist, der sich dem Zaun nähert oder sogar etwas an Lebensmitteln über den Zaun wirft, will be shot dead immediately. wird sofort erschossen. No questions asked. Es gibt keine Diskussion. And they did shoot women dead Und sie haben tatsächlich Frauen erschossen. who were desperate to help their children. Frauen, die ganz verzweifelt versuchten, ihren Kindern zu helfen. Now they were moved back away so they couldn't even see. Jetzt sind die Familien zurückgewichen. Sie konnten ihre Sometimes- Kinder nicht mehr sehen. The young Germans would be given freedom certificates, a white sheet of paper, says you can go home. Manchmal haben sie ein Freiheits- oder ein Glas-Zertifikat bekommen und da stand drauf, jetzt kannst du heimgehen. And they would line up for a truck at one of the side gates. Ja, und an einem Hinterausgang oder Seitenausgang haben sie sich in Schlange aufgestellt, damit sie auf den All Lastwagen of a kommen. sudden they had all new hope. They were excited. They were going home. Und die Hoffnung stieg wieder. Jetzt können wir endlich heim. Going to be taken to the Bahnhof. Der Lastwagen wird uns zum Bahnhof bringen. But then somebody else wanted more German slaves. Aber dann hat irgendeiner wieder den Antrag gestellt, wir brauchen noch ein paar deutsche Arbeitssklaven. France says we have to clear the minefields and the unexploded bombs. Die Franzosen meinten, wir haben jede Menge Minenfelder, die wir erst von Bomben befreien müssen. Send us 1 million German slave boys. Schickt uns
1 Million deutsche Arbeitssklaven. Then Russia and Siberia said, we need to clear the forest. Send us 130,000 German slave boys. Russland und Sibirien sagten, wir müssen jetzt unsere Wälder bereinigen. 130.000 deutsche Arbeitssklavenjungs wollen wir. Even Australia said, oh, we've got a terrible desert. Send us a bunch of German slave boys. Sogar Australien sagte, bei unserer Wüste sieht es schrecklich aus, wir brauchen ein paar deutsche Arbeitssklaven. None of the boys got to go home with their freedom paper because there was always someone who wanted more. Keiner der deutschen Jungs ist mit seinem Entlasspapier nach Hause gekommen, sondern es gab immer irgendwelche Anfragen für neue Arbeitssklaven. So I wrote this standing in the middle of the Rheinwiesenlager, just 2 paragraphs. I'll read it to you. Also, ich habe diesen Absatz geschrieben, als ich inmitten der Rheinwiesenlager stand. Das sind 2 Sätze oder 3 Sätze. Ich werde euch vorlesen. Nearly 800,000 young German boys Ungefähr 800.000 junge Deutsche perished from the face of the earth, wurden vernichtet und vom Erdboden verschluckt, passing through the Rheinwiesenlager. als sie sich in den Rheinwiesenlagern aufhielten. For them, this was the gateway Für sie war das Tor on their path to hell. auf dem Weg zur Hölle. Their perishing out of existence Ihre Vernichtung was the beginning of all Germany's perishing setzte den Beginn für die anhaltende bewusste Zerstörung Deutschlands as a cultural state, als Kulturnation a separate and distinct peoples. und eigenständiges Volk und bestimmtes Volk. And that's where we still stand today. Und heute noch stehen wir an dieser You're Stelle. being slowly squeezed out of existence as a unique and distinct people. Ganz langsam schnürt man euch die Existenzkraft ab als ein eigenständiges und bestimmtes Volk. 2 days ago, I'm somewhere in Hesse. Beautiful little timbered houses village. Vor 2 Tagen noch war ich in einem kleinen Fachwerkhäuserdorf irgendwo in Hessen. It looks like a beautiful Christmas card. Und das Dorf sieht so aus wie eine schöne Weihnachtskarte. So I come down for breakfast. Ich melde mich zum Frühstück an. And what do I hear? Und was höre ich da? The Rolling Stones. Die Musik lief von den Rolling Stones. I don't get no satisfaction. Ich habe keine Befriedigung. So loud that I have to cover my ears. Die Musik war so laut eingestellt, dass ich mir die Ohren zuhielt. Somewhere near here, I won't tell you where, Irgendwo hier in der Nähe, ich sag nicht wo, same thing this morning. war es tatsächlich dasselbe heute früh. I don't know if I'm in Cleveland, Ohio or Germany. Jetzt habe ich keine Ahnung, bin ich gerade in Cleveland, Ohio oder in Deutschland? That's why I want you to come to the Rheinwiesenlager and walk that day. Deshalb möchte ich, dass ihr an diesem Tag mit mir zu den Rheinwiesenlagern See, kommt und geht. the 72 million Germans who were alive when these boys were put in there, Die 72 Millionen Deutschen, die damals lebten, als diese Jungs in die Rheinwiesenlager gesteckt worden were sind. told to be silent, be silent. Allen hat man gesagt, und ihr haltet den Mund. You're not allowed to ask about them. Fragen stellen nach diesen Jungs dürft ihr nicht. Ignore it. It doesn't exist. Blende das aus, das gibt's überhaupt nicht. Don't embarrass the Allies. Bloß den Alliierten kein schlechtes Gewissen einjagen. We're Germans. Wir sind Deutsche. They can treat us any way they want Die können mit uns machen, was sie wollen. because we deserve to be treated this way. Weil wir haben es ja verdient, dass man uns schlecht behandelt. That was a lie from the beginning. Von Anfang an war das eine Lüge. And this is only one small piece of the bigger injustice. Und das ist nur ein kleines Stück von der riesengroßen Ungerechtigkeit. But these were children.
Und es handelte sich um Kinder, These were innocent children. unschuldige Kinder. And this was murder by neglect. Und das war ein Mord durch Vernachlässigung. Solely because they were German. Und zwar wurden sie ermordet, nur weil sie Deutsche waren. For no other reason. Aus sonst keinem anderen Grund. They felt alone when they took their last breath. Sie fühlten sich allein, als sie ihren letzten Atemzug nahmen. They felt abandoned by their own people. Sie fühlten sich im Stich gelassen von ihrem They eigenen Volk. couldn't even see their families anymore. Es war ihnen nicht gestattet, überhaupt ihre Familie noch mal zu sehen. They died alone Sie sind ganz allein gestorben and lonely. und einsam. And they're not going to be alone anymore. Aber jetzt sind sie nicht mehr allein. That's why I need you to come that day. Deshalb brauche ich euch anwesend an diesem Tag. Because now they need to be free, Die müssen nämlich jetzt frei werden. and you need to mourn them Und ihr müsst für sie trauern. as a major step on the way to your own freedom. Also die Trauer für diese Jungen ist ein wichtiger, größerer Schritt auf dem Weg zu eurer eigenen Befreiung. That's a significant day in German history. Dieser Marsch wird einen bedeutsamen Tag geben in der deutschen Geschichte. Now there's a couple other things I have to ask you to do, and then it'll be questions from you. Ich muss euch noch ein paar Dinge erzählen und anschließend ist die Fragestunde. The perfect storm has at its center justice for you, justice. Also in der Mitte des perfekten Sturms gibt es Gerechtigkeit für euch. And this will reverse every injustice. Und das heißt, dass jede Ungerechtigkeit durch den perfekten Sturm umgekehrt wird. Yeah. Giving you freedom, the opportunity for freedom. Und dieses Zurückspulen ermöglicht euch, dass ihr frei werdet. But your freedom won't work without the second part of the storm, Doch die Freiheit funktioniert nicht, wenn nicht auch der zweite Teil des Sturms and that is love. vorhanden ist. Love. Der zweite Teil ist die Liebe. Because that's the core of your new Germany. Die Liebe ist nämlich der Kern des neuen Deutschlands. And it has to begin with you, each one of you. Und die Liebe muss von euch ausgehen. Mit I'm jedem. asking you to love yourself as Germans. Bitte jeden Einzelnen von euch selbst zu lieben als Deutsche. Not as zweite Klasse amerikanisch or zweite Klasse europäisch, but to love yourself as Germans. Also, seid keine Zweitklass-Amerikaner oder Zweitklass-Europäer, sondern liebt euch als Deutsche. That's who you were created to be. Genau dafür seid ihr erschaffen worden. You have unique talents and unique gifts, Ihr habt einzigartige Talente, einzigartige Gaben, and you're not using them. ohne dass ihr sie benutzt. And the whole world is suffering from this. Und weil ihr das nicht nutzt, schadet es der ganzen Welt. The first step is to love yourself as Germans Schritt 1. Lieb dich selbst als Deutscher. and to love other Germans as themselves. Schritt 2. Liebt andere Deutsche als sie selber. Don't try to change them. Don't try to push them. Don't give them lectures. Macht keine Anstalten, sie zu verändern, schubst sie nicht und belehrt sie nicht. Just love them as they are, Liebt sie so, wie sie sind, the way that I love you. so wie ich euch liebe. I'm not asking you to do anything or be anything. Ich bitte euch nicht, irgendwas zu tun oder etwas zu sein. I just want you to relax Ich möchte, dass ihr euch entspannt and be yourself. und ihr selbst seid. That's more than good enough. Das genügt voll auf. You don't have any idea what is within you. Ihr habt keine Vorstellung, was in eurem Inneren vorhanden ist. You've spent the last 7 decades feeling sorry for yourself. Die letzten Jahrzehnte habt ihr damit verbracht, euch selber leid zu tun. Carrying around guilt and shame that you know is not yours. You know it's not yours. Carrying it around with you. Also ihr habt Schuldgefühle und Schamgefühle mit euch rumgeschleppt und wusstet doch, dass es nicht euers ist, das zu tragen.
I sometimes worry that when things start getting very good here, that you're going to be uncomfortable. Manchmal mache ich mir Sorgen, dass wenn es richtig gut läuft, hier in Deutschland, You're so used to having a dark cloud dass euch das unangenehm sein wird, weil ihr es so dran gewöhnt seid, dass da eine dunkle Wolke über euch hängt. always anticipating some bad luck, Und ihr immer gefasst drauf seid, dass wieder was Schlimmes passiert. waiting to be criticized by somebody, Dass ihr wieder eins draufkriegt und kritisiert werdet von irgendjemand. that if you ever started feeling really good, Dass wenn ihr euch mal richtig gut fühlt, wohlfühlt, you wouldn't like it. dass es euch überhaupt nicht passt. You've grown accustomed to feeling bad. Ja, weil ihr so dran gewöhnt seid, euch schlecht zu fühlen. It's like that's your role in the world. Als ob das eure Rolle in der Welt sei. I mean, you're the only people on earth who can't ever be forgiven. Schließlich seid ihr ja das einzige Volk auf der ganzen Welt, dem man niemals verzeihen kann. Everybody else can be forgiven. Alle anderen schon, den kann So man. there must be something wrong with you. Da muss was verkehrt sein mit euch. So we'll just stay down and we'll stay small. Bleiben wir klein und mickrig und unten. No, you won't. Nee. Now it's time for you to stand up tall as Germans. Jetzt ist die Zeit gekommen, dass ihr aufsteht und euch als Deutsche voll zeigt. And the whole world's waiting for you. Die ganze Welt wartet ja auf euch. They're asking the question, Die stellen die Frage, what happened to the Germans? was ist denn mit den Deutschen los? You see, you've got to understand what your identity is. Ihr müsst verstehen, welche Identität ihr habt. Knowing Bletchley Park, that's a big step. Es ist schon ein riesengroßer Schritt, die Sache von Bletchley Park erfahren zu Because haben. every one of you has known since the day you were born that something's not right. Something's not right. Jeder von euch weiß bereits seit dem Tag seiner Geburt, da stimmt was nicht. And now Bletchley Park tells you what is not right. It gives a name to it. It gives a face to it. Und wenn ihr Bletchley Park, den Kuh, anschaut, dann habt ihr einen Namen dafür und auch ein Gesicht, was faul ist. But I propose to you that today you're homeless people. Heute schlage ich euch vor, ihr seid Heimatlose. You live in this beautiful fairy tale land called Deutschland, Ihr lebt zwar in einem schönen Märchenland, genannt Deutschland, but I can't find any Germans. aber ich finde überhaupt keinen Deutschen. I can only find homeless people. Heimatlose finde ich hier. People who have no identity. Identitätslose Leute. Always a little bit schief gelaufen. Schief gelagert. So here's what your identity is, and this is why Bletchley Park had to be done, both in one package. Also deshalb musste der Bletchley Park Coup erfüllt werden. Alles in einem Paket. Okay? When Germans are Germans, when they are German, Wenn Deutsche Deutsch sind, tatsächlich Deutsch, they are part of this nature of the forest, of the pastures. They are part of their land. sind sie verwoben und Teil des Landes, der Natur. Sie gehören zu den Weiden und Wiesen. And they have a great romantic heart and spirit to them. Und Deutsche haben ein großes romantisches Herz und einen romantischen Geist. And they love to be out in their nature. Deutsche lieben es, draußen in der Natur zu sein. And when they're out in the forest, they look up to the stars. Wenn sie dann im Wald sind, schauen sie zum Himmel hoch And Germans see beautiful things in the stars. und sehen die Sterne und erkennen wunderbare Dinge dort oben. And they are never satisfied to leave those things up there, ever. Aber es passt ihnen nicht, diese schönen Dinge da oben am Himmel zu belassen. They want to grab a hold of them and bring them down to earth. Deutsche wollen nach den Sternen greifen und sie runterholen, gerade auf die Erde. Other people see beautiful things, Die anderen sehen auch schöne Dinge da oben. but only the German has the precise language to bring definition to the abstract. Aber nur die Deutschen haben die präzise Sprache dafür, um abstrakte Dinge zu definieren. And they do. They take these beautiful abstractions and they give them form. They give them shape.
they make them concrete. Und genau das machen sie. Diese schönen abstrakten Dinge definieren sie, bringen Form und Gestalt rein und verwirklichen sie. And then they're still not pleased. Das reicht immer noch nicht für Deutsche. And then the tüftling takes over Und dann fangen sie an zu tüfteln und zu friemeln. to try to make it always better, always better. Noch ein bisschen besser, Ja. noch ein Dreh. And then the Nachhaltigkeit, the sustainability is built into it. Und die Nachhaltigkeit baut ihr rein in die schönen Produkte, die er herstellt. To give it a richness and give it a depth. Damit die reichhaltig sind und Tiefe haben. And then when Germans are educated as Germans, Wenn die Deutschen eine deutsche Ausbildung genossen haben, they have great skills in mathematics and science and engineering. sind sie super gut in Mathe, in Naturwissenschaften, in Ingenieurswesen. They are raised in a broad culture of education. Also ihr Ausbildungsschema ist sehr breit angelegt und kulturell orientiert. And they take these things their language has formed and they make them into systems and products and machinery. Also die Dinge, die die deutsche Sprache bilden kann, abbilden kann, übertragen sie dann in Systeme, Schemata und Produkte. And then because Germans always have a warm, open, generous heart, Und weil die Deutschen stets ein warmes, offenes und großzügiges Herz haben, they want to share these beautiful things with the whole world. ist es ihnen ein Anliegen, ihre schönen Produkte mit der ganzen Welt zu teilen. Beauty created by Germans, shared with everyone. Es ist das Schöne, was die Deutschen in die Welt gebracht haben und dann verteilen in der ganzen And the Welt. whole world is amazed by what you create. Und die ganze Welt ist erstaunt, was ihr da wieder zustande gebracht habt. We did away with all your history books. We did away with them and we rewrote them and made them the opposite of what they were. Wir Alliierten haben euch die ganzen Geschichtsbücher vernichtet und haben genau das Gegenteil in neuen Geschichtsbüchern über Because if- eure Geschichte geschrieben. Because if you knew what was in those books, Wüsstet ihr nämlich, was in euren alten Geschichtsbüchern drin stand, you and every child in your household would be proud to be German. würdet ihr selbst und jedes Kind in eurem Haushalt stolz sein, ein Deutscher zu sein. Every area of human endeavor, every single area that humans are involved in, Jeder Lebensbereich, wo sich Menschen tummeln und was erschaffen, over century and century, über Jahrhunderte hinweg, the Germans dominate those areas. waren die Deutschen führend. In the exact way I just explained to you, creating beauty, Und genau so, wie ich es euch vorher gerade dargelegt habe, making it as perfect as possible, indem sie schöne Dinge so vollkommen wie nur möglich herstellen wrapping it in systems that actually work. und Systeme aufbauen, wo diese Dinge tatsächlich funktionieren. And having the joy of sharing it. Und dann die Freude zu haben, das weiterzugeben, mit anderen zu teilen. Take musical genius, for example. Nehmen wir mal die musikalischen Genies. Of the top 300 musical geniuses in the history of the world, 187 are German-speaking, German-thinking. Nimmt man die besten 300 Musikkomponisten, also Musikgenies der Welt, dann sind 187 davon Deutsche oder deutschsprachig. You only got a tiny amount of Germans in the world, Also der Anteil der Deutschen ist ja nur minimal in der Welt. and yet they're more than half of the geniuses in music. Trotzdem bieten sie mehr als die Hälfte der Musikgenies. And when people hear German music in 162 world capitals, Und wenn die Leute in 162 Welthauptstädten deutsche Musik hören, they sit in those huge auditoriums with their eyes closed, and they think they're hearing magic. sitzen sie in einem riesigen Konzertsaal, Augen geschlossen, und hören die deutsche Musik und glauben, verzaubert zu sein. They whisper to each other. Sie flüstern einander zu. No man could make that music. Diese Musik kann überhaupt nicht von einem Menschen. That music had to come from heaven.
erstanden sein, entworfen worden sein. Diese Musik kommt direkt vom Himmel. And they're thinking, how do the Germans do it? Over and over again. Und sie stellen sich die Frage, wie haben die Deutschen das geschafft? Immer wieder kommt diese Frage. Now move over to science. Jetzt gehen wir zu den It's Naturwissenschaften. exactly the same. Wieder dasselbe. History, Germans dominate. In der Geschichte der Naturwissenschaften haben die Deutschen eine Always führende Rolle. years out front. Die sind Jahre schon im Voraus. And always creating beauty in their science. Und jedes Mal erschaffen sie etwas Schönes in den Naturwissenschaften. Now take literature and poetry. Und als nächstes nehmen wir Literatur und Poesie. There's no one can compare with you. Da kann sich auch keiner messen mit euch. People discover Goethe and Wieland and Schiller and Kant, and they say, this couldn't be a man writing this. Wenn die Leute draufkommen, Goethe, Schiller, Wieland und Kant zu lesen, sagen sie, ein Mensch kann doch sowas gar nicht geschrieben haben. This is from some other world. Das kommt von einer anderen Welt. Now take engineering and manufacturing. Und jetzt gehen wir zum Ingenieurswesen und zur Herstellung. You just don't make things and engineer things. Ihr seid nicht nur die Hersteller von Produkten, They have to be beautiful things. es müssen auch noch schöne Produkte sein. Every area you have been dominant over all the centuries. Also in jedem Lebensbereich waren die Deutschen in führender Position. And the world still remembers this. Über Jahrhunderte hinweg und die Welt erinnert sich daran. But we've made it a crime for you to even talk about it. Aber wir Alliierten haben dafür gesorgt, dass es ein Verbrechen ist, wenn ihr überhaupt darüber sprecht. Why don't you try taking the train to Berlin later today? Versucht mal heute noch im Zug nach Berlin zu fahren Get off the train in the Hauptbahnhof. und steigt aus im Hauptbahnhof. Walk up to the first person. Geht zum ersten Besten hin Tell them, I'm proud to be German. und sagt ihm, du, ich bin stolz, ein Deutscher zu sein. See what happens to you. Und dann schau mal, was passiert. You better be wearing your motorcycle helmet. Am besten ziehst du gleich den Motorradhelm auf. Even talking about the things I'm sharing with you. Selbst wenn ihr über die Dinge, die ich euch erzähle, mit anderen sprecht, Can get you punished. könnt ihr euch Bestrafung, You can lose your job. könnt ihr euch den Job kosten. Your neighbor will stop talking to you. Die Nachbarn reden nicht mehr mit dir. And I'm bringing you balanced historical truth. Und dabei habe ich euch ausgewogene historische Tatsachen erläutert. So you got to get back to doing what it is you're made to do. Also ihr müsst wieder zurückkehren zu dem, wofür ihr erschaffen worden Get seid. back in your natural surroundings, Und ganz natürliche Umgebung wieder haben. loving yourself, Euch selbst lieben, loving other Germans, andere Deutsche zu lieben, loving this land you live in, das Land zu lieben, auf dem ihr lebt. and start creating beauty again. Und fangt wieder an, das Schöne And herzustellen. the whole world will applaud. Die ganze Welt wird applaudieren. They've had a 75-year black hole, Denn die ganze Welt befand sich 75 Jahre lang in einem dunklen Loch. living in mediocrity, Das heißt, sie war mittelmäßig, die ganze Welt. wondering if there's any more Germans in the world. Die Welt hat sich gefragt, gibt es überhaupt noch Deutsche auf der Welt? Oh, you're still around, Ja, ihr kreucht noch herum, but you're sleeping, verschlafen, hiding, versteckt, happy to live the way you are, ganz glücklich so leben zu können. an occupied people. Ein besetztes Volk. No, No, not any longer. not any longer. Now you're going to get the help you need. Jetzt bekommt ihr die Hilfe, die ihr braucht. And I'm not coming to you today with words. Ich komme nicht nur mit Worten zu euch heute. What a fool I would be to come into your living room, into your space with a bunch of empty words. Was wäre ich für ein Narr? Käme ich in eure Lebensverhältnisse und in eure Wohnungen und hätte nur leere Worte I anzubieten. come to you with power. Ich komme mit einer Macht. The power to get this done. Die Macht, diese Dinge auszuführen. And my job is to help you stand up
and to find unity. Meine Aufgabe ist es, euch beim Aufstehen behilflich zu sein und dass ihr Einheit ineinander findet. And when I see that you're going to be successful, Und wenn ich den Eindruck gewonnen habe, dass ihr jetzt auf dem Erfolgsweg seid, then I go back into the mist dann verschwinde ich wieder in den Nebel. that I came out of. In den Nebel, aus dem ich herausgekommen bin. I am not fortunate enough to be a German. Mir ist das Glück nicht gegeben, ein Deutscher zu sein. This whole time is for you. Diese kommende Zeit ist für euch gedacht. And you are going to have to figure it out. Ihr müsst es auch herausknobeln. And nobody's going to help you figure it out. Und da wird auch keiner sein, der euch dabei hilft. Hell, you're the best thinking people on earth. Ihr seid ja die besten Denker auf der ganzen Welt. It's just nobody's been listening to you. Das Dumme ist nur, dass niemand euch zugehört hat. Now they need to listen to you. Aber jetzt müssen sie euch wieder zuhören. Only German solutions will build this nation. Es sind nur die deutschen Lösungswege, die diese Nation wieder aufbauen. Now, if anybody tries to cause you trouble while you're getting off the ground, Sollte irgendjemand euch in die Quere kommen, euch Schwierigkeiten bereiten, während ihr gerade dabei seid aufzustehen, then they have to deal with me, dann haben sie es mit mir zu tun. and they will lose. Und sie werden verlieren. I will help you get started. Ich helfe euch am Anfang. You're going to have a free playing field for a while. Also ihr habt ein freies Spielfeld, eine Zeit lang. Spielplatz. What questions do you have of me? Welche Fragen wollt ihr mir stellen? Yes, sir. So, William, first of all, I'm really... Deutsch? Deutsch, okay. Yeah. Ich bin Hey, wirklich, just 1 second. We got to get something straight. English is a great language for selling things and marketing. Eins will ich noch klarstellen. Englisch ist eine wunderbare Sprache, Dinge zu verkaufen und Marketing zu betreiben. German is the superior language. Und Deutsch ist die überlegene Sprache. Thank you, sir. danke. Zuallererst vielen herzlichen Dank, dass Sie hier sind. Und ich denke, das spricht für den ganzen Raum, für den Landkreis, für das ganze Land und auch für die, die noch gar nicht wissen, dass sie dankbar sind. First of all, many thanks to you from my heart, and I'm speaking for the rest of Bavaria, this area, and Germany, and for those who don't even know yet that they are thankful. Und ich freue mich total über die positiven Nachrichten. Wir haben alle so diesen Weg durchgemacht, erstmal alles negativ und dann haben wir gesagt, naja, vielleicht müssen wir unser eigenes Positives gehen, haben aber noch nicht genug Verbündete gehabt und jetzt kriegen wir diese Hilfe, die wir scheinbar als Anschub brauchen. I'm overjoyed to hear these positive news from you. For a long time we just didn't have them. There was so much negativity. And now I think we get the help to get started. Meine Frage ist, ich freue mich jetzt auf den 21., auf Montag und die Lagerfeuer und das Singen und das Tanzen und was wir dann auch haben werden. Die Frage für mich ist, werden wir da alle, nicht nur die, die ohnehin schon offen dafür sind, ein Zeichen bekommen, das unmissverständlich ist, dass auch noch einige mehr aufwachen, die heute noch nicht so weit sind. So I'm overjoyed and looking forward to the Lagerfeuer on Monday night. And I wonder if at that time, when we do the singing, dancing, drinking and so on, we will have a definite sign that shows us that more people are waking up and that it is happening. Yes, you will. Ja, das werdet ihr. Dankeschön. Können Sie uns sagen, was? Could you let us know what it is? You guys are starting to become German again. Hey, ihr werdet wieder Deutsch. When Germans are German, they always ask the next question and the next question. Wenn die Deutschen Deutsch sind, dann kommt eine Frage nach der nächsten. So, you don't, when you miss someone for a long time, you forget why you miss them. Wenn ihr jemanden schon so lange vermisst habt,
kommt es vor, dass ihr zwischendurch vergesst, warum ihr ihn überhaupt vermisst. On Monday night, there'll be some good German tears. Montagabend werdet ihr einige gute deutsche Tränen vergießen. This is a family reconciliation. Weil es wird eine Familienwiedervereinigung stattfinden. And you will feel their presence, Ihr werdet die Gegenwart eurer Ahnen spüren. and they will once again feel part of you. Und die werden euch wieder spüren. And there will be a flow of love and a flow of strength. Ihr werdet diesen Fluss spüren. Liebe würdet ihr spüren und Stärke. It's not here right now. Das fehlt uns jetzt noch. That's a demonstration of power. Das ist eine Demonstration von Macht. And you'll start feeling the effects of the perfect storm. Und ihr werdet dann die Auswirkungen des perfekten Sturms an euch spüren, in euch spüren. And you will have a sense of what it is where others will not have a sense. Ihr werdet das Gespür haben, was es genau ist, während andere das noch nicht spüren können. That's only the first step. Das ist nur Schritt 1. We have to undo all these steps, one at a time. Diese Bletchley Park Schritte müssen wir einen nach dem anderen abbauen. Every one of them was cruel and Jeder, should never have been done. jeder einzelne von diesen Aktionen gegen uns war grausam und hätte nie gemacht werden dürfen. We've got to restore the 2,000 stolen words to you from the language. Wir müssen noch die 2000 Wörter, die sie euch aus eurer Sprache gestohlen haben oder weggedrückt haben, wieder beleben. I'm not going to go through them all. You can read the little flip book that's online. Also ich werde jetzt nicht alle 6 Punkte, die wir umkehren werden, besprechen. Lest das kleine Büchlein, was ich auf meiner Webseite habe. Germans are starting to wake up now. Die Deutschen wachen jetzt auf. We put that little booklet up online at midnight German time. Also wir haben Mitternacht deutscher Zeit das Flipbuch Bletchley Park ins Netz gestellt. And by 6 a.m. the next morning, German time, when you were waking up, 6 Stunden später um 6 Uhr früh, wo ihr normalerweise aufwacht, there were over 16,000 people who had downloaded it. haben schon 16.000 Leute über Nacht das gelesen, das runtergeladen. My wife says, "Don't Germans ever sleep?" Meine Frau wunderte sich, wann schlafen denn die Deutschen? Not when they're curious, they don't. Wenn sie neugierig sind, schlafen sie nicht. Okay. So, what other questions do you have of me? Yes, right here. Ich habe eine Frage, und zwar, ich habe mich sehr viel mit Prophetie beschäftigt. Prophetie. Prophetie, genau. Was halten Sie von der europäischen Prophetie von Alois Illmeyer, Baba Vanga, Lied der Linde? Das ist wieder so ein Film im Moment, wie sie das abspielt. So I studied a lot about European prophecy. Do you know Illmeyer, Arananga? Baba Vanga, Baba Vanga? Lied der Linde. Lied der Linde. It's called Song of the Linden Tree. Okay. Do you know these prophecies? I try to answer every question exactly truthfully. I don't know anything about anything. Also ich bemühe mich, jede Frage voll wahrheitsgemäß zu beantworten. Ich kenne mich damit überhaupt nicht aus. Every day people bring me this book. They say, certainly you've read this book. Certainly you've heard about this person. Certainly you read about this thing. Also jeden Tag kriege ich Bücher hingestreckt und dann heißt, ganz sicher kennen Sie den sowieso und das haben Sie doch auch schon. My love for you is like a little tiny child. Okay? Wisst, dass ich euch liebe wie ein kleines Kind. It has a purity to it. Da ist Reinheit in meiner Liebe. And no, I don't know anything about these things, nothing whatsoever. Nein, mit Illmeyer und Co. kenne ich mich nicht aus. I don't disrespect them. I mean, I know that people have been bringing you the truth for a long time. Also keinesfalls habe ich keinen Respekt für diese Leute. Ich weiß, dass schon lange Zeit Wahrheitsbringer für euch da waren. All I know is that I love you
and I've got to get you going. Ich weiß nur, ich liebe euch und ich muss euch auf die Sprünge helfen. I don't know anything else, man. Und sonst weiß ich eigentlich nichts. Go ahead, sir. Ja, also lieber William, erstmal herzlichen Dank für diesen tollen Vortrag und vor allen Dingen auch für den Mut, Dinge auszusprechen, die uns als Deutschen verwehrt sind und wofür wir unter Anklage stehen. Dear William, thank you very much for expressing the things that we are not allowed to say and for your speech you gave to Ich us. selbst habe es erlebt, ich bin für die Sachen offiziell vom ZDF bekämpft worden, weil genau diese Themen mir unterstellt worden sind. Ich hätte sie öffentlich geäußert, was nach deutschem Recht ein Straftatbestand ist. The ZDF, German TV, actually took me under accusation and said I had said things which are against the law in Germany. And I didn't even say them. Ja, Undercover im Reichsbürgerseminar hieß damals die Sendung im ZDF, Frontal 21, und die auch in der Schweiz in Nachrichten und Sondersendungen ausgestrahlt wurde. So that was an emission or a program in the ZDF. It's called Undercover Reichsbürger Seminar, gell? Reichsbürgerseminar, das in der Schweiz stattgefunden hat, außereuropäisch sogar. It wasn't even from Germany. They filmed it in Switzerland, where it happened. Okay. Und diese Sachen sind bei uns unter Strafe gestellt. Nur die Erwähnung dieses Wortes Rhein-Wiesenlager und die ganzen anderen Worte will ich gar nicht aussprechen, sind bereits ein Straftatbestand. Only mentioning the word Rhein-Wiesenlager and other things which I wouldn't even dare to mention now are under accusation, are against the law in Germany. Und Go ahead, sir. Ja, und deswegen bin ich da sehr froh, dass du das angesprochen hast und hier auch vor vielen preisgibst. Es gibt ja, und heute findet, das war eigentlich meine Frage dazu, heute findet in Berlin parallel eine Veranstaltung statt, die leider nicht auf rechtlich gesunden Füßen steht, aber mit positiven Menschen besetzt ist, die das Gute wollen, aber juristisch nicht wissen, was sie tun. So I'm very glad that you actually mentioned the things that we are not allowed to mention. Okay. And interestingly enough, today in Berlin, we have a parallel event going on, which is not completely legal, but the people there are of goodwill, Yes, goodwilling people. Sir, could you help me with a question? Yeah, the question is, die Frage ist dabei, sind diese Leute durch die Alliierten, die ja an sich wissen, was sie tun und teilweise wohl auch wollen, dass wir da frei sind, werden diese Leute durchs Militär geschützt? Die Demonstranten. Die Demonstranten, weil sonst wird es Black Lives Matter geben, sonst wird es die Antifa geben, sonst wird die Constellis, die bezahlte Polizei, gegen die Demonstranten rechtmäßig vorgehen, weil es sind Staatenlose, die man nach den Geschäftsbedingungen der BRD komplett einstampfen kann. Bitte selber übersetzen, Okay, so. damit es stimmt. Okay. Matthias, bitte übersetzt selber. Ja, Okay. this session in Berlin is completely illegal, and because you tell it that we are staatenlos, heimatlos. Yes. And when you are heimatlos, you have no right. And these people who were going to Berlin have no right. They have a contract with the system of the BRD. And when they say, yes, we have the right, it's not right, Constellis, the police, can make a fight with them and can push them down. And my question is the Allied forces, are they ready? Do they know what the Germans are doing? And will they help the Germans? They will not help the Germans in any way. Die Alliierten werden den Deutschen in keiner Weise helfen. Keeping you small and down is critical to keeping the world order as it is. Euch klein zu halten und mickrig zu halten, das ist wichtig, damit sie alle Dinge in Ordnung behalten können, wie bis jetzt. Now, let me say something, because Deutsche Welle, your worldwide German news service, Die Deutsche Welle, das möchte ich noch erwähnen, das 2 ist days ago said that
your government is going to crack down on any disinformation in Germany. Aha. Vor 2 Tagen hat also dieser weltweite Radioservice Deutsche Welle gesagt, dass die deutsche Regierung jede Art von Disinformation niederhauen wird. We're going to make sure that between now and the election, there's no disinformation in Germany. Und es wurde gesagt, dass zwischen jetzt und der Bundestagswahl keinerlei Disinformation genehmigt oder gestattet wird. So what is the definition of disinformation? Wie definiert ihr falsche Informationen? If Angela Merkel says it, it's true. Was Angela Merkel sagt, ist wahr. If you say it, it's disinformation. Und was du sagst, ist falsch. Aber es gibt ja auch den amerikanischen Broadcasting Service. Ich sag mal, die Amerikaner wissen ja sehr genau mit Trump in der Koalition mit Sie, was hinten passiert. Und da ist eben die Frage, ja, natürlich wissen wir, dass die deutsche Regierung lügt bei jedem, wenn den Mund aufmacht. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es trotzdem Bewegungen im Hintergrund gibt, die uns unterstützen, weil ohne militärische Hilfe werden wir es nicht schaffen. So there are also American broadcasting emissions, and people know what's true. And I am sure that the military, the Allied forces, somehow must help us so that the truth can They're come about. not going to help you. Forget it. Nee, Drop it. vergiss es einfach. Das Militär wird euch nicht zur Seite stehen. You're on your own, people. Don't you get it? You're on your own. Ihr seid wirklich auf euch selbst gestellt. You're not strong today, Heute seid ihr and noch you're going nicht to stark. grow strong by doing hard work together, building this country. Aber ihr werdet stark werden, erstarken, wenn ihr gemeinsam diese harte Arbeiten I durchführt. got this woman all the way in the back, right there. Go. Letzte Frage, weil wir müssen dann Schluss machen. Yeah, maybe one or two, okay? One or two. Thank you. In the back. Es ist eine ganz kurze Frage. Ich habe einige Interviews von ihm angehört und er hat in einem Interview gesagt, er ist nicht menschlich. Und ich möchte einfach direkt fragen, ich bin ein Mensch, der die Wahrheit wissen will, welches Wesen ist er, wo bekommt er seine ganzheitlichen Informationen, die Quellen her? Einfach für mich als Wahrheit. What kind of being are you? Where from do you get your information? I want to know that because you once mentioned that you are not of human origin. Of course, I'm not of human origin. Natürlich bin ich nicht menschlichen How Ursprungs. could I have been at Bletchley Park as an adult when I was born in 45? Wie kann ich denn als Erwachsener im Bletchley Park mich rumtummeln, wenn I ich was doch with you in 1934. als Mensch erst 45 geboren bin? Ich war auch 1944. I've already been in your future. I've lived in your future. Ich habe ja schon in eurer Zukunft gelebt. Otherwise, I would be worthless to you. Wenn ich nicht die Zukunft geschaut hätte, würde ich euch kein The answer, I only exposed this for the first time 2 nights ago. Also erst vor 2 Abenden habe ich das zum ersten Mal gesagt. Look, there is something called the Deutsche Seele. Es gibt die deutsche Seele. You've kind of forgotten about it because Ja. it's part of the great romantic nature that is a part of you. Ihr habt die deutsche Seele irgendwo vergessen, weil sie ist Teil von diesem großen romantischen Konglomerat, was ihr darstellt. And you're not allowed to have dreams or visions. You're not allowed to have a romantic nature. Man gestattet es euch nicht, Träume zu haben oder Visionen zu haben. Not allowed to be yourself. Auch dürft ihr nicht romantisch sein oder euch You're selbst. allowed to survive as long as you're not German. Was ihr dürft, ist überleben, ohne dass ihr deutsch seid. So here is where I am from. Jetzt sage ich euch, wo ich herkomme. Okay. Behind the great German heart, there is the Deutsche Seele, the beginnings. Hinter dem großen deutschen Herz ist der Anfang der großen deutschen Seele. This is a major living part of you and your future. Die Seele ist ein wesentlicher Bestandteil von euch und eurer Zukunft. But it also extends into Ewigkeit. Und die Seele dehnt sich auch in die Ewigkeit aus. It is zeitlos. Die Seele ist zeitlos. And there it is connected to the mist
that were part of the origin of all creation. Those mist were part of the origin of all creation. Und die Seele ist verknüpft mit diesem Nebel, der Urbestandteil aller Schöpfung ist. And it is in those mist that I came from. Ich komme aus diesem Urnebel. But that is also a part of you. Und ihr seid auch ein Teil dieser Urnebel. So at this level, you in this room and me are absolutely one in the same. Auf der Ebene dieses Schöpfungsnebels. We are in perfect unity. Ihr und ich und alle in diesem Raum No one can separate us. in völliger Einheit. Uns kann niemand trennen auf dieser Ebene. And when I have you on your feet, Und wenn ihr aufgestanden seid, then in the deutsche Seele that is with you here and now, you get to go forward. und wenn ihr die deutsche Seele, die jetzt mit euch ist, hinter euch ist, dann geht ihr mitsamt der deutschen Seele vorwärts. And I have to go back. Und ich gehe wieder runter zu den Nebeln. And hopefully you'll give me a rest Und ich hoffe, dass ihr mir dann Ruhe gestattet and you'll be successful. und erfolgreich seid. And you won't have to see me again Dann braucht ihr mich auch nicht mehr hier haben. for a long while, I hope. Ich hoffe, für längere Zeit. Go ahead, sir. Eine Frage. Ich habe die Interviews angeschaut von Ihnen im YouTube und da haben Sie im Frühjahr, im Januar, haben Sie die Rede gehalten, praktisch die Ansprache an die Deutschen. So I watched your videos on YouTube, and in January you gave a speech to the Germans. Die Botschaft. It was around New Year's. Right. Und da haben Sie gesagt, im Ende des Frühjahrs sind Merkel und ihre Regime und Regierung weg. And you mentioned at the end of spring, Merkel and her garden gnomes will be gone. Yeah, garden gnomes. That's a good point. Also Ende das ist am Montag. So that would be Monday, end of spring. Weil das ist unser großes Problem. Das ist unser großes Problem. Wir können uns nicht selber entfalten, solange wir Ämter haben, die uns schikanieren und aufrauben, solange wir Behörden haben, die uns drangsalieren und solange wir die haben, können die deutsche Seele sich nicht These politicians and all of our authorities that plague us all the time are our big problem. We need to have them gone. And our peace and quiet from They're going away. They're going away. Doch, die verschwinden. No revenge. Keine Rache, No violence. keine Gewalt. Let them go. They're not going to feel comfortable in the new Germany. They won't like it here. Lasst sie verschwinden, die fühlen sich They nicht won't be wohl. able to live by. Today you are ruled by fear and control. Fear and control. Sie fühlen sich nicht wohl im neuen Deutschland. Heute kontrollieren sie euch mit Angst und Kontrolle. Have you noticed that the new Delta variant is now sweeping into Germany? Habt ihr das gehört? Die neue Delta-Variante überschwemmt jetzt Deutschland. It's missing the rest of the world, but it's sweeping into Germany. Die übrige Welt lässt es in Ruhe, aber Deutschland ist da. Ja, aber die müssen weg. Wir They have to go. Wir wollen unsere Ruhe verdienen. We want to Aber have our sofort, peace and quiet immediately. Away with that. Mit den Medien. Diese And the media. diese Lügner. The media, the lying media, they need to go as well. Ist aber wie? Ja, wie? Ja, wie? Was machen wir jetzt? Gibt's Yeah. mal. Hey, this is what I've been waiting for. Auf das warte ich doch die ganze I Zeit. love it. This is what I've been waiting for. Is for you guys to be German again. Darauf habe ich gewartet. Mir gefällt das. Endlich. Okay. I'm ready. Okay. What? Last question, then we're going. Okay, go ahead, man. Noch eine Frage. Dankeschön, vielen Dank. Also ich fahre seit Monaten meine Papiere durch die Gegend bis 1912. Traue mich nicht,
das bei den staatlichen Behörden einzureichen, dass ich wieder Deutsche bin. Ich liebe die Deutschen und ich habe schon, bevor ich von ihnen gehört habe, mal ein Video für mich und meine entzückende Tochter gemacht, wo es die Liebe zu Deutschland geht. Ja? Actually, before you even started to show up, I made my videos with me and my daughter about how much I love Germany. And I have my papers of my Ahnen back to 1912. Yeah. But I'm afraid to go to the authorities and have myself registered as a true German again. I know. Und meine Frage ist es nicht eine Möglichkeit, wenn wir alle ein Stück weit diese Papiere, wenn sie uns denn vorliegen, einfach zu den Behörden bringen und sagen, stopp, weil wenn es alle tun, wenn es ganz viele tun würden. My question is, would it make sense? Okay, Stop. better finish. Would it make sense to bring our papers to the authorities, all of us, and then they couldn't send us back? No, you're way out ahead. You're making things overcomplicated. Okay, you're way out ahead of yourself right now. Du bist der Zeit voraus, machst die Dinge viel zu kompliziert. Yeah, you're way out ahead. Papiere rühr dich bitte später bei mir. Okay. Yeah, don't get all hung up on the Constitution thing. Don't get all hung up on rules and regulations. Don't get all hung up on government papers. You're playing into the enemy's hands. Okay. Also macht euch nicht verrückt mit Verfassung oder Staatsbürgerschaft und Friedensvertrag. Look, Sonst arbeitet ihr dem Feind in die Hände, wenn ihr da. If you can't remember one word I've said today, not even one. Wenn ihr euch an nichts mehr erinnern könnt von dem, was ich heute gesagt habe. Just remember, love is the answer to your questions. It is the answer. Denk daran, Liebe ist die Antwort auf deine It Frage. has been the missing link. Liebe hat euch gefehlt, das fehlende Glied. You've always been a very special people who can create beauty. You've always had that. Also ihr wart immer schon ein besonderes Volk, die Schönheit entstehen lassen können. I was starting to get worried a couple years ago Vor ein paar Jahren, da machte ich mir ernsthaft as I Sorgen. watched modern Germans. I was beginning to think Ich habe die modernen Deutschen beobachtet und fing an zu denken, that you had turned love into an engineering concept. dass ihr jetzt Liebe als ein Ingenieursthema anschaut And you had forgot that it's a human experience. und dass ihr vergessen habt, Liebe ist eine menschliche Erfahrung. Ein I just Erlebnis. want you to love yourself as Germans. I want you to love other Germans. I want you to love this beautiful land you live in. Ich möchte, dass ihr euch liebt als Deutsche, dass ihr andere Deutsche liebt und dass ihr dieses wunderbare Land, in dem ihr lebt, liebt. And then relax. Und entspannt euch anschließend. Let it come free. Lasst es einfach fließen. It's all you need. Das genügt. It's within you. Das ist in euch It's always been within you. und war zwar immer schon in euch.